Hallo meine Freunde, hola Madridistas, was ist bloß bei Real Madrid los? 2 Spielerstatements an einem Tag, Webseiten mit Petitionen, mit Millionen von Unterschriften, dass Spieler den Verein verlassen sollen. In der Kabine Handgreiflichkeiten, auf dem Trainingsplatz Auseinandersetzungen mit dem Trainerteam, lautstarke Auseinandersetzungen, Beleidigungen. In der Kabine Spieler, die dem anderen nichts gönnen, die sauer sind auf den Umgang mit dem Spieler, auch auf den Vorstand. Ja, und mittendrin sitze ich und versuche aus diesem ganzen Chaos die bestmöglichen Informationen für euch zu filtern und euch in einem Video wiederzugeben. Also absolutes Chaos. Ja, wir unterhalten uns natürlich über all das in dem heutigen Video. Wir unterhalten uns über Bellingham, über Mbappé, über Carreras und. Ja, und ab und zu in diesem ganzen Chaos gibt es hier und da aber auch Informationen, die mich freuen, die mir ein Lächeln ins Gesicht bringen, die mir Hoffnungen machen. Und zwar wird von der Gazzetta in Italien berichtet, dass der absolute Wunschspieler von Florentino Perez niemand anderes als Kenan Yildiz ist. Und das, falls Juventus Turin sich nicht für die Champions League qualifiziert, und das ist sauknapp, der Türke der erste Neuzugang für Real Madrid sein könnte. Also all das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß beim Chaos. Ja, lasst mich dieses Video erst einmal mit einer Gratulation an Arsenal London starten. Die Engländer qualifizieren sich zu ihrem 2. Champions League Finale. So eine historische Mannschaft hat zum 2. Mal das Finale der Champions League erreicht. Atletico Madrid im Halbfinale raus. Und wenn man diese Zahlen liest und sich dann vor Augen führt, dass Real Madrid 15 Mal diesen Wettbewerb gewonnen hat, was unsere Mannschaft, was unser Verein für eine Geschichte hat, ist unglaublich. Dazu zum gestrigen Spiel muss ich noch sagen, Atletico Madrid hat mich positiv überrascht. Die waren mutig. Das war irgendwie nicht das typische Atletico Madrid vom Cholo Simeone vorne draufgegangen, solange die Kräfte ausgereicht haben. Irgendwann sind die Kräfte dann ein bisschen ausgegangen und dann hatte Arsenal schon mehr Ballkontrolle. Naja, als Real Madrid-Fan muss ich allerdings auch sagen, Atletico Madrid hatte nicht viel Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen. Einmal war der Simeone selber, also der junge Simeone, nicht schlau, als der einmal an der Schulter gehalten wird. Wenn er sich dann sofort fallen lässt, gibt es wahrscheinlich Elfmeter und rote Karte und die ganze K.O.-Runde sieht anders aus. Und danach, meiner Meinung nach, ein klarer Elfmeter an Griezmann. Naja, wie dem auch sei. Arsenal London im Champions League Finale und ich sage euch jetzt schon einmal, die sind nicht zu unterschätzen. Die stehen hinten sehr, sehr stabil. Ja, mal gucken, auf wen sie treffen. Heute Abend das 2. Spiel. Rückspiel zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain. Ja, wie gesagt, Schluss damit. Kommen wir jetzt zu Real Madrid. Gerade eben noch gesagt, was wir für eine Geschichte haben, ist unglaublich, ein absoluter Traum. Ja, und unser aktueller Stand ist genau das Gegenteil. Absolutes Chaos bei Real Madrid. Und mittendrin taucht immer wieder ein Name auf. Und das ist der Name von Kylian Mbappé. Viele von euch haben mich gefragt, hast du das mit der Website gesehen? Ja. Es gibt eine Website, wo du als Madridista eine Petition unterschreiben kannst, dass Kylian Mbappé den Verein verlassen soll. Als ich das letzte Mal geguckt habe, hatte die Petition über 12 Millionen Unterschriften. Ja, das kann ja irgendwie nicht mehr möglich sein. Danach gibt es auch die ersten Informationen, dass jeder so oft wie er möchte sich da eintragen kann und dass es angeblich im Code versteckt ist, dass die Zahl immer von alleine wächst. Also, wie gesagt, an dieser Seite ist nichts ernst zu nehmen, so wie ich gelesen habe. Es gibt die gleiche Seite auch über Vinicius gestern, Vinicius out, die hatte auch schon über 2 Millionen Likes gestern Abend. Dann gab es aber auch wieder eine Seite, Mbappé muss bleiben, die hatte auch etliche Millionen Petitionen. Leute, das ist alles fake, also diese Seiten sind fake, die Zahlen wachsen von alleine, jeder kann so oft da draufklicken, wie er will. Nehmen wir das mal weg. Ich wollte euch nur die Information geben. Das ist auch ein Grund, warum ich auf diese Petition nicht speziell eingegangen bin. Aber so viele von euch haben mich gefragt. Ja, ich habe die gesehen. Aber ich versuche, ja,
wie gesagt, verifizierte, so gut wie möglich seriöse Nachrichten mit euch zu teilen. Ja, und dann spielt mir einer immer gut in die Karten. Ein Fabrizio Romano hat die Situation von Kylian Mbappé für uns mal zusammengefasst. Hören wir uns das einfach einmal an. Sicherlich ist es momentan nicht die beste Phase zwischen Kylian Mbappé und Real Madrid. Das ist die Realität. Es ist nicht der beste Moment. Offensichtlich zeigt es wohl die aktuelle Situation, wenn ein Spieler wie Kylian Mbappé im Urlaub ist, während das Team Schwierigkeiten hat. Aber gleichzeitig sollten wir nicht übertreiben. Wir sollten nicht sagen, dass die Beziehung zwischen Real Madrid und Mbappé zerbrochen ist. Wir sollten nicht sagen, dass es zwischen Mbappé und Real Madrid vorbei ist. Wir sollten auch nicht behaupten, dass Real Madrid im Sommer einen Abgang von Mbappé in Erwägung zieht. Es gibt dazu nichts, absolut gar nichts. Es ist ein Moment, ein komplizierter Moment für Real Madrid, aber es betrifft nicht nur Mbappé. Es gibt viele komplizierte Situationen bei Real Madrid. Es stimmt, dass es in der Umkleidekabine zwischen zwei Spielern zu etwas gekommen ist, aber Mbappé ist daran nicht beteiligt. Es stimmt, dass die Situation im Management angespannt ist und natürlich wissen Sie, angespannt in dem Sinne, dass Álvaro Arbeloa den Verein am Ende der Saison wahrscheinlich verlassen wird. Und so ist es ein Moment der Unsicherheit im Verein, da man weiß, dass sie die Saison ohne Titel beenden werden. Es ist also insgesamt eine komplizierte Situation bei Real Madrid. Aber es betrifft nicht nur Kylian Mbappé und die Zukunft von Kylian Mbappé, zumindest im Sommer, steht nicht in Frage. Real Madrid wird mit Kylian Mbappé neu starten. Kylian Mbappé wird Teil des Projekts sein. Also es ist definitiv ein schwieriger Moment, ja, aber nicht nur für Mbappé und außerdem wird Kylian Mbappé nächste Saison ganz sicher Teil der Pläne von Real Madrid sein. Ja, und das ist mehr oder weniger die gleiche Information, die ich für euch gestern hatte. Ja, es ist die schwierigste Situation, die Kylian Mbappé bei Real Madrid hatte. Er ist sauer auf die Kabine, ich habe euch erklärt, warum. Ich kann ihn verstehen. Er ist sauer und trauert mit Xabi Alonso hinterher. Er ist sauer auf den Vorstand und auf die Kabine, weil sie das beste Trainerprojekt der nächsten 10 Jahre vergrault haben. Und so sehr ich einen Kylian Mbappé kritisiere für den Fußball, den er hier und dann auf dem Platz spielt, dass er nicht zurückläuft, dass er kein Leader ist, dass er nicht sich in den Dienste der Mannschaft stellt. Ja, das kritisiere ich sehr, sehr hart. Und Kylian Mbappé ist das Gesicht des Versagens von Real Madrid in den letzten 2 Jahren. Das sage ich jedes Mal, bevor man mir wieder die Worte im Mund umdreht. Aber in diesem Punkt kann ich einen Kylian Mbappé verstehen. Wenn ich Kylian Mbappé wäre, wäre ich auch sauer auf den Vorstand und wäre ich auch sauer auf den Vini, Bellingham und Valverde, dass wegen deren dievenhaften Verhalten ein Xabi Alonso gehen musste. Ein Trainer, der nichts anderes verlangt hat, als dass die seriös arbeiten. Dass die sich Taktikvideos anschauen, dass die auch ihre eigenen Fehler sehen und dass die gefälligst sich im Dienste der Mannschaft stellen und arbeiten. Ja, wie gesagt, ich möchte aber einen Kylian Mbappé nicht zu sehr in Schutz nehmen, denn auch er hat Fehler gemacht. Einen dieser Fehler hat The Athletic oder New York Times für uns herausgefunden. Lesen wir uns den zusammen einmal durch. Kylian Mbappé in Trainingslagerstreit verwickelt. Spannungen bei Real Madrid vor dem Clasico nehmen zu. Hinter den Kulissen von Real Madrid nehmen die Spannungen zu. Konflikte mit erfahrenen Spielern, darunter Kylian Mbappé, haben die Atmosphäre seit dem Ausscheiden aus der Champions League gegen Bayern München im letzten Monat weiter verschärft und beeinträchtigen weiterhin die Vorbereitung der Mannschaft auf den entscheidenden Clasico am Sonntag. Der erste Vorfall ereignete sich im April, als Antonio Rüdiger in der Umkleidekabine des Trainingsgeländes von Real Madrid in einem heftigen Streit mit einem anderen Spieler der ersten Mannschaft verwickelt war. Die Einzelheiten des Vorfalls wurden The Athletic von mehreren Quellen bestätigt, die angaben, dass die Auseinandersetzung von Rüdiger ausgelöst wurde. Der 33-jährige deutsche Nationalspieler entschuldigte sich später für sein Verhalten und lud am vergangenen Freitag seine Teamkollegen und deren Familien zum Mittagessen ein. Diese Information von Rüdiger, die ich euch gestern gegeben habe, mit dem Schlag ins Gesicht bei einem Álvaro Carreras, hat inzwischen schon Álvaro Carreras quasi selber in seinem offiziellen Statement zugegeben. Das lesen wir uns gleich durch, aber auch ganz viele anderen Medien haben das gestern in Spanien noch einmal bestätigt, El Larguero, Cope etc. Also das ist tatsächlich so passiert. Ihr könnt euch das gleich auch beim Statement von Carreras durchlesen. Aber machen wir mal weiter, was bei Mbappé passiert ist.
Anschließend kam es vor dem Auswärtsspiel gegen Real Betis am 24. April zu einer weiteren Auseinandersetzung, diesmal zwischen Mbappé und einem Mitglied des Trainerstabs von Real Madrid. Mbappé geriet während einer Trainingseinheit mit einem Trainer aneinander. Quellen zufolge sprach der Franzose wütend und beleidigend mit dem Mitarbeiter, der als Linienrichter am Spielfeldrand fungierte und ihn wegen Abseits zurückgepfiffen hatte. Solche Fälle sind im Spitzenfußball nicht ungewöhnlich und es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Rüdiger oder Mbappé intern bestraft wurden. Dennoch haben die Vorfälle zu einer Verschlechterung der Stimmung bei Real Madrid beigetragen und sollten auch deshalb als bemerkenswert betrachtet werden. Mbappés Verhalten stieß in Madrid auf breite Ablehnung. In Gesprächen mit The Athletic kritisierten mehrere Personen aus dem Vereinsumfeld, darunter Mitarbeiter und Vertreter anderer Spieler, sowohl den Spieler als auch Real Madrid dafür, nicht entschiedener durchgegriffen zu haben. Am Dienstagmorgen antwortete Mbappés Vertreter auf die Anfrage von The Athletic nach einem Kommentar zu einem Streit auf dem Trainingsgelände und der Atmosphäre bei Real Madrid mit folgender Erklärung. Also, das ist jetzt das Statement von Kylian Mbappé, besser gesagt von seiner Berateragentur. Ein Teil der Kritik beruht auf eine Überinterpretation von Elementen im Zusammenhang mit einer vom Verein streng überwachten Erholungsphase und spiegelt nicht die Realität von Kylians Engagement und seiner täglichen Arbeit für die Mannschaft wider. Also, das war das offizielle Statement von den Agenten von dem Kylian Mbappé. Ja, und ihr habt es selber gehört, es gab zu Streitereien zwischen Kylian Mbappé und einem Co-Trainer von dem Álvaro Arbeloa. Ja, und bevor ich auch meine Meinung zum Statement und so sage, das Ganze wurde auch gestern nochmal bestätigt. Hören wir da zusammen einmal rein. Es gibt eine Eilmeldung bei Real Madrid, eine Mitteilung aus dem Umfeld von Mbappé an eine Kommunikationsagentur, um klarzustellen, dass das, was mit Mbappé und seiner Urlaubsreise, wohin auch immer, gemacht wird, übertrieben wurde. Und Mbappé ist auch wegen einer Nachricht, die die Kollegen von The Athletic berichtet haben, in den Schlagzeilen. Ebenso wie Rüdiger und Carreras wegen einer Meldung der Kollegen von Onda Cero. Und beide wurden von Miguel Ángel Díaz bestätigt, also halten wir das fest. Miguel Ángel, wie geht's? Guten Nachmittag? Wie geht's, Coro? Sehr gut. Also, schauen wir mal, ganz schnell. Du weißt ja, dass immer wieder Auseinandersetzungen ans Licht kommen. Es waren Zeiten, Wochen, Monate der Anspannung in Valdebebas. Unsere Kollegen von Onda Cero haben berichtet, dass es vor etwa 3 Wochen einen Vorfall in der Umkleidekabine gab. Eine Ohrfeige von Rüdiger an Carreras, das ist bestätigt. Und dann haben sie auch erzählt, wie unsere Kollegen von The Athletic berichten, dass es im Training, das ist keine Auseinandersetzung, sondern ein kleiner Streit in einem Trainingsspiel zwischen einem der Assistenten von Arbeloa, also von Álvaro Arbeloa, und Mbappé gab. Vielleicht hat ihm das nicht gefallen, vielleicht ein Abseits, vielleicht ein aberkannter Treffer, solche Dinge, die in einem Trainingsspiel passieren. Und Mbappé hat das nicht besonders gut aufgenommen. Er hatte eine verbale Auseinandersetzung mit einem der Assistenten des Trainers. Du weißt ja, wir haben auch schon von dem Zerwürfnis zwischen Arbeloa und Ceballos berichtet. Offensichtlich, wie ich schon sagte, sind es Wochen der Anspannung in Valdebebas und das spiegelt sich wieder und kommt nach und nach ans Licht. Wenn du nicht gewinnst, fällt das alles viel mehr auf. Ich sage nicht, dass es sonst nicht passiert, es passiert bestimmt auch sonst, aber wenn du nicht gewinnst, fällt es einfach viel mehr auf. Also, wie ihr hört, 2 verschiedene Quellen bestätigen genau das Gleiche. Auch das mit Rüdiger, das ist nun mal passiert, auch das mit dem Kylian Mbappé. Ja, und jetzt trennen wir das Ganze mal in 2 Phasen. Kommen wir mal zur Phase 1 und fangen wir erst einmal an mit dieser Auseinandersetzung auf dem Trainingsgelände. Und ganz ehrlich, ich möchte mich jetzt hier nicht als Mbappé-Verteidiger hinstellen, aber jeder, der von uns mal Fußball gespielt hat, der weiß doch, dass so etwas an der Tagesordnung ist. Du rennst, machst ein Tor im Trainingsspiel, wahrscheinlich willst du dieses Spiel gewinnen. Im Gegenteil, das ist sogar ein gutes Zeichen, dass die gewinnen wollen, Ehrgeiz haben. Der Assistent sagt Abseits und sagt, ach komm, Alter, was auch immer. Ey Leute, ich glaube, in meiner Mannschaft hatte ich sogar Streit mit meinem Bruder beim Training, der mit mir gespielt hat. Also in so etwas würde ich nicht zu viel reininterpretieren. Was das Ganze für mich ein bisschen schlimmer macht und sehr auffällig, ist, dass ein Jude Bellingham dieses Foto vor 2 Tagen gepostet hat. Mit dem Trainer, um den es sich anscheinend handelt. Also ein Bellingham, in Spanien sagt man, er führt so die Revolution gegen den Kylian Mbappé an, dass der Engländer den Franzosen nicht ausstehen kann.
Das sind allerdings Gerüchte. Das sind nur Gerüchte, da gibt es keine, wie in dem anderen Fall, 2 verschiedene Medienagenturen, die das Ganze bestätigen. Also das sind reine Gerüchte. Für mich ist es schon auffällig, dass ein Jude Bellingham dieses Foto postet. Trotz alledem, wie gesagt, Kylian Mbappé mag seine Fehler haben, dazu kommen wir jetzt im zweiten Teil meiner Antwort, aber dass der auf dem Trainingsplatz aneinander gerät mit einem Trainer, der eine Entscheidung getroffen hat, die ihm nicht gefällt, finde ich jetzt persönlich nicht so deep, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe selber Fußball gespielt und es würde mir jetzt leicht fallen, für Klicks auf Kylian Mbappé draufzuhauen, aber naja, könnt ihr in euren Kommentaren lassen, diejenigen, die Fußball gespielt haben, ob ihr das so seht wie ich. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und zum offiziellen Statement seiner Agenten. Ja, ihr redet am Thema vorbei. Keiner behauptet, dass ein Kylian Mbappé ausgebüxt ist und ohne Erlaubnis des Vereins in Italien und in Frankreich war. Noch schöner. Arbeitsverweigerung oder was. Das behauptet doch keiner. Wir wissen, dass das unter Kontrolle des Vereins war. Es geht sich um die Außendarstellung. Es geht sich darum, dass du als Spieler von Real Madrid in einem entscheidenden Spiel gegen Espanyol Barcelona 10 Minuten vorm Anstoß landest und du wirst am Flugzeug fotografiert etc. pp. Darum geht es. Wie ich gestern in meinem Video schon gesagt habe, lande eine verdammte halbe Stunde vor dem Anstoß, setz dich vor irgendeinen Fernseher, mach ein Foto, auf geht's Jungs, weißes Herz und alles ist gut, keiner redet darüber. Schalte danach den Fernseher wieder aus, guck im Internet, wie das Spiel war und schreib am Ende herzlichen Glückwunsch oder was auch immer. Aber nein, ein Kylian Mbappé provoziert das Ganze natürlich, weil man merkt, er ist angepisst. Das ist auch die Information, die aus Frankreich kommt. Er ist sehr sauer auf den Verein. Ja, wie gesagt, Grund für alles. Ursprungsgrund ist Xabi Alonso. Danach war er sauer wegen dieser ganzen Kniegeschichte, wo er am falschen Knie untersucht worden ist. Und wie gesagt, er ist der Meinung, dass in der Kabine einige Spieler diese Saison weggeschmissen haben. Und das darf nicht sein. Ja, wie gesagt, das ist die verrückte Zusammenfassung vom Case Kylian Mbappé. Fabrizio Romano hat uns gesagt, wir können uns alle beruhigen. Es geht sich nicht darum, dass Real Madrid ihn loswerden möchte. Auch diese ganzen Petitionen sind Quatsch. Das sind Bots, die das automatisch immer wieder vergrößern, diese Zahl. Es geht sich darum, einen Trainer zu finden, der versucht, die Büchse der Pandora, die einmal geöffnet wurde, wieder alles reinzubekommen. Dem Vorstand von Madrid geht es wie mir mit den Informationen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ein Rudel von Welpen versuche zu baden und jeder aus jeder Ecke aus der Badewanne rausspringt und du versuchst alles wieder irgendwie zusammenzuhalten. Das ist das Gefühl, das ich bei Real Madrid habe und Real Madrid ist dringend auf der Suche nach einem neuen Trainer. Wenn ich euch die ganzen Informationen zum Trainer geben würde, würde dieses Video aus allen Nähten platzen. Es gibt immer wieder neue Informationen zu Mourinho, zu Klopp. Es gibt inzwischen Informationen zu Allegri, zu Nagelsmann. Also es ist wirklich absolut verrückt. Gerne können wir uns morgen über die Trainer unterhalten, die aktuelle Situation. Aber heute möchte ich mich auch einmal über etwas Schönes unterhalten. Naja, bevor wir zu dem Schönen kommen, schade, ich habe schon was vergessen. Auch ein Álvaro Carreras hat gestern ein offizielles Statement gegeben, denn bei Álvaro Carreras, ich vermittle euch das ja schon seit einigen Videos, gibt es die Informationen aus den Quellen im Umkreis von Real Madrid, dass seine Priorität zurzeit in seinem Leben nicht der Fußball ist. Dass er sehr das Nachtleben von Madrid genießt, dass er nicht so seriös ist etc. pp. Und natürlich auch der Zwischenfall mit Antonio Rüdiger. Álvaro Carreras, wahrscheinlich seine Agenten etc. fühlten sich gezwungen, auch ein Statement abzugeben. Lesen wir uns das auch zusammen einmal durch. Offizielle Erklärung von Álvaro Carreras. In den letzten Tagen sind bestimmte Andeutungen und Kommentare über mich aufgetaucht, die der Realität nicht entsprechen. Mein Engagement für diesen Verein und für die Trainer, die ich hatte, war von Tag 1 an unerschütterlich und es wird auch weiterhin sein. Seit meiner Rückkehr habe ich immer mit dem höchsten Maß an Professionalität, Respekt und Hingabe gearbeitet. Ich habe sehr hart gekämpft, um meinen Traum zu verwirklichen, nach Hause zurückzukehren. Bezüglich des Vorfalls mit einem Teamkollegen handelt es sich um eine isolierte Angelegenheit ohne Bedeutung, die bereits geklärt ist. Meine Beziehung zum gesamten Team ist sehr gut. À la Madrid. Also,
ChatGPT hat dann einen tollen Job gemacht oder sein Berater oder wer auch immer, aber er gibt offen zu, dass es da einen Vorfall mit einem Teamkollegen gab. Also er gibt den Vorfall mit einem Rüdiger zu. Und wenn das doch so wäre, Álvaro Carreras, wenn du doch von Tag 1 unerschütterlich mit Professionalität, mit Respekt und Hingabe alles gegeben hättest, warum ist ein Halbinvalide Ferland-Mendy erster linker Verteidiger und nicht du, für den wir 50 Millionen bezahlt haben? Warum ist ein Fran Garcia, der alles andere als ein guter Fußballer ist, warum ist der sogar vor dir? Also, die halten uns für dumm, glaube ich, oder die versuchen da ihr Image halbwegs zu retten, aber die Worte zeigen nicht die Realität auf dem Fußballfeld. Ja, und Álvaro Carreras sollte weniger seinem Agenten sagen, tipp mal bei ChatGPT da einen schönen Satz für mich ein, sondern sollte die Priorität wieder auf dem Fußballplatz haben, dann wäre ein Fran Garcia, ein fucking Fran Garcia nicht vor dir in der Rotation. Ich glaube, das sagt schon alles. Ja, wie gesagt, Schluss damit. Ich möchte dieses Video positiv beenden. Und da ist einer der Namen, der bei mir eine riesen Illusion weckt. Und zwar Kenan Yildiz. Der unglaublich tolle Fußballer von Juventus Turin, der Zehner, der türkische Nationalspieler. Einer der interessantesten Talente in der Welt des Fußballs. Für mich ist er sogar mehr als ein Talent, für mich ist er schon eine Realität. Also was er schon auf höchster Bühne gezeigt hat, ist der absolute Wahnsinn. Und das sieht anscheinend auch ein Florentino Perez so, denn Kenan Yildiz ist angeblich der absolute Wunschspieler von Florentino Perez. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. In Italien wird über die Verpflichtung von Kenan Yildiz durch Real Madrid berichtet. Florentino Perez Traumtransfer. Real Madrid wird in der kommenden Saison einen kompletten Umbruch erleben. Den Anfang macht ein neuer Trainer, wobei José Mourinho als Favorit gilt. Und der Abgang vieler Topstars. Kein Wunder nach 2 titellosen Spielzeiten bei einem der anspruchsvollsten Vereine der Welt. Doch der neueste Name, der im Gespräch ist, hat viele überrascht. Obwohl Berichte aus Italien seine Verpflichtung als so gut wie sicher andeuten. Damit würde er 2 seiner engsten Freunde wiedersehen. In den Berichten der Serie A wird Kenan Yildiz als möglicher Neuzugang gehandelt. Der beste Freund von Arda Güler, mit dem er in der Nationalmannschaft spielt, und von Dean Housen, könnte in der kommenden Saison zu Real Madrid wechseln. Dieser Transfer könnte aufgrund der finanziellen Probleme von Juventus Turin, die das Verpassen der Champions League Qualifikation bedeuten könnten, zustande kommen. Die Finanzen von Juventus verhalten sich angespannt und man weiß, dass man bei einer verpassten Champions League Qualifikation viele Stars abgeben muss. Laut der Gazzetta dello Sport ist einer der wahrscheinlichsten Abgänge Kenan Yildiz, der als Wunschspieler von Real Madrid gilt. Ja, ihr habt es selber gehört oder gelesen und ich bin natürlich direkt auf die Serie A gegangen und Juventus Turin könnte den Champions League Platz echt verlieren. Ich zeige euch die Tabelle. Die haben 1 Punkt Vorsprung vor Rom und die haben 3 Punkte Vorsprung vor Como und es sind noch 3 Spieltage. Also natürlich ist da noch alles drin. Und sollte Juventus Turin den Champions League Platz verpassen, habt ihr es selber gehört, die finanzielle Lage ist so angespannt, dass die sich sogar von Spielern trennen müssten, von denen die sich nicht trennen wollen. Wie ein Kenan Yildiz, von dem wollen die sich nicht trennen, der soll der nächste Alessandro Del Piero werden, der hat die 10, das ist der wichtigste Spieler. Aber das ist auch der Spieler, der am besten die Kassen füllen könnte. Ja, ich weiß nicht, wie das zu Real Madrid passen soll. Wird er vielleicht rechter Flügel? Denn links haben wir ja Vini und Mbappé und wir haben ja eben gehört, bei Fabrizio Romano, mit den beiden wird fest geplant. Also bin ich gespannt, kann er vielleicht auch im offensiven Mittelfeld spielen? Ja, lasst mir eure Meinung dazu. Was würdet ihr sagen zu Kenan Yildiz bei Real Madrid? Mich würde es riesig freuen, denn ich glaube, der Junge ist ein unglaublicher Fußballer. Ja, dieses Video ist wieder einmal viel länger als gedacht, aber es ist unmöglich, so viele Informationen noch kürzer zu verpacken. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, seid so lieb, unterstützt dieses Video mit einem Like, mit einem Kommentar. Hype dieses Video, das unterstützt ungemein. Wer noch kein Follow da gelassen hat, drückt drauf. Wir sind kurz vor den 30.000. Würde mich unglaublich freuen. Und wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich geht es mir da besser mit meiner Erkältung. Also, bis morgen. A la Madrid!